Hey Raff, Hey Miki, hast du heute schon über Filme geredet? leider nein, aber das werde ich jetzt ändern. Das sollten wir, denn es wird höchste Zeit. Chaka! Herzliches Hallo. Lass uns über Filme reden. Eine sehr spontan zustande gekommene Folge heute, Ja, beziehungsweise stimmt. Thema, nämlich Bad Fucking Taste. Ohne fucking im Titel. Ohne fucking im Titel. Wir Aber- versuchen weiterhin auch den Raff die vulgären Wörter in diesem Podcast auszutreiben. Ja, viel Glück. Ja, herzlich willkommen. Es ist wirklich ein Zufall gewesen, weil wir beide gestern Abend uns getroffen haben und gemeinsam eine Kinoaufführung von diesem Film genießen durften. In der Blackbox zu Düsseldorf im ehrenwerten Mondo Bizarre. Genau. Beziehungsweise beim ehrenwerten Mondo Bizarre. Das ist ein monatliches Kino-Event, was seit vielen Jahren inzwischen immer wieder neue Filme raushaut und auch alles so ein bisschen Special Interest und abseitiges Kino. Mhm. Und ja, das war auf jeden Fall natürlich ein Termin, wo man hin muss. Bad Taste auf der großen Leinwand. Und da haben wir uns dann auch spontan entschlossen, dazu müssen wir auf jeden Fall auch eine Folge machen. So ist es. Nachdem wir uns mit unserer Rechtsabteilung beraten haben, wie das eigentlich so ist, weil irgendwann sind die bösen Begriffe Indizierung und Beschlagnahmung gefallen. Ja, der vorliegende Titel ist nicht beschlagnahmt, um es direkt zu sagen, aber einer seiner Nachfolger vom gleichen Regisseur, Peter Jackson, ist es, der berüchtigte Braindead, um den es hier heute aber nicht gehen soll. Genau. Aber Bad Taste, der erste Spielfilm von Peter Jackson, der hatte vorher schon verschiedene Kurzfilme gemacht. Und ja, der Film ist natürlich auch Amateur, also in seiner eigenen Produktion, ne? Kurzfilm, genau, ne, alles Es sehr war low keine budget. Studioproduktion. Und das trifft auf diesen Film hier halt auch zu. Der hat halt auch eine interessante Entstehungsgeschichte, weil der ist einfach über 4 Jahre entstanden und wurde immer am Wochenende gedreht. Halt mit keinem Budget, beziehungsweise das, was Peter Jackson halt so zusammenkratzen konnte. Ja. Und erst am Ende wurde der bisschen durch eine Filmförderungsgesellschaft in Zu Ende gestellt. Neuseeland gefördert, genau. Als die gesehen haben, wie gut die Qualität der Sachen war, die bis dahin produziert worden ist. Genau. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, also no budget heißt, der hat wirklich alles aus eigener Tasche bezahlt und der hat auf jeden Fall auch nicht nur Regie geführt und das selber alles produziert, sondern er hat auch selber die Special Effects gemacht. Der hat selber die ganzen Action-Sequenzen sich überlegt. Der hat mit dem Team zusammen, haben die sich Apparaturen gebaut, um die Kamera zu führen. Einen eigenen Kranwagen für die Kamera haben die sich gebaut. Und eine Steadicam-Apparatur, sowas in günstig. Und einfach gebrauchte Sachen sich zusammengeklaubt über Jahre, um daraus was zu bauen, was sie im Film benutzen können. Aber wohl von Anfang an mit einer klaren Perspektive. Und die Crew wusste auf jeden Fall immer, der weiß genau, was er machen will. Ja, wobei es sich ja auch alles so ein bisschen on the go entwickelt hat teilweise. Also es sollte ja ursprünglich so ein ein 10-minütiger Kurzfilm werden. Und die haben aber so viel Material schon gehabt dann irgendwann, nämlich irgendwie paar und 50 Minuten, dass der dann gesagt hat, ja ey, das ist jetzt schon so viel, lass da doch einen ganzen Spielfilm draus machen, Ja. weil wir jetzt schon so viel haben halt. Und es gab auch gar kein Skript oder sowas am Anfang, sondern das ist eigentlich immer am Wochenende wurde das gedreht, was er sich so in der Woche überlegt hatte. Und durch diese lange Produktionsdauer sind da halt auch sehr abstruse Situationen halt zustande gekommen, weil ein Schauspieler, der hat halt beim ersten Dreh, hat er sich nicht rasiert und dann musste der halt quasi über die Dauer von diesen 4 Jahren, also wir sprechen hier von den Jahren 83 bis 87, um die Continuity nicht kaputt zu machen, durfte der sich halt die 4 Jahre nur einmal die Woche rasieren.
damit die Optik halt gleich ist. Damit der sonntags wieder gleich aussieht. Damit der sonntags wieder gleich aussieht. Und ja, das ist dann halt so ein Habit geworden von dem, das Witzig. wohl schwer abzulegen war, oder der schwer abzulegen war, nachdem der Film auch beendet worden ist. Ja. Oder, sind ja auch noch so Geschichten. Also 4 Jahre, das muss man sich ja wirklich vorstellen, das ne? ist extrem Wenn lange. man sich überlegt, einer, der wirklich, der hat eine Idee, der hat Herzblut, der kann die Leute begeistern und sagen, ich scharre jetzt meine Kollegen und Freundeskreis um mich, ich will einen Film machen, so. Die sollen alle mitmachen. Und alle haben sich 4 Jahre auch wirklich darauf eingelassen. Ja. Also das war ja nicht geplant. Nee, das ist so lange ist ja immer wirklich. weiter entstanden und immer mehr und nochmal weitermachen. 4 Jahre ist wirklich krass. Und Fun Fact, 4 Jahre hat er auch gebraucht für die Herr der Ringe-Trilogie danach. Genau, also fast Haben wir noch gleiches gar nicht Zeitfenster. gesagt. Also es ist übrigens derselbe Regisseur der großen, weltbekannten, äußerst erfolgreichen Herr der Ringe-Trilogie. Äußerst erfolgreich. Äußerst. Du verdammter Goldständer. Und ja, das ist auf jeden Fall so eine, wenn man sieht, was der als allererstes für einen Film gemacht hat, Bad Taste, und womit er dann weltberühmt quasi mit Herr der Ringe unsterblich geworden ist, weil die Filmreihe, sage ich mal, ist ja anerkannt als eine der größten Filmreihen Ja, ey, das aller war Zeiten. das, was Star Wars in den 70ern, 80ern Ja. war dann ja Herr der Ringe so in den Nullerjahren. Ja, Das war, also, ich glaube, ich kenne keinen, der den Film nicht kennt. ja. Und das ist jetzt wirklich die Ursuppe, die wir hier Ja. gucken. Und wo wir gerade von Suppe sprechen, da gibt es gleich noch ein paar schöne Details zu den Special Effects. Ja, ey, zu den Special Effects muss ich direkt mal sagen, wir haben uns halt auch die Making-of halt reingezogen und ich finde es halt super cool da zu sehen, dass es halt Practical Effects sind, ne? Also Ja. es ist natürlich aus der Not heraus geboren auch, und es sind die 80er, andere Zeiten natürlich, aber was ich halt immer so an so Filmen immer extrem cool fand, war so dieses Mysterium, ja ey, wie haben die das jetzt gemacht? Und das fehlt mir so bei den neuen Filmen. Ich meine, klar haben die da auch viel Know-how und müssen irgendwie Sachen können und machen und werden da auch ihre eigenen Tricks haben. Aber letzten Endes kann ich das so alles so mir beantworten mit, ja, das ist halt am Computer gemacht worden. Mhm. Und das nimmt mir irgendwie die Magie, weil ich denke mir dann immer so, ja, okay, ich gucke halt eigentlich ein Videospiel und ich gucke aber keinen Film. Und wenn ich einen Film gucke, ist das dann eben genau solche Sachen, dass sich so Filmemacher halt irgendwelche kruden Tricks überlegt haben, die es halt vorher vielleicht gar nicht gab, irgendwelche Techniken, irgendwie was physisch halt bauen mussten, um Ja. bestimmte Sachen zu machen. Ne? Und wenn das halt so banale Sachen sind, wie eben, dass du halt so, in einer Szene wird einem ein Messer so in die Stirn reingerammt, und da haben die dann halt einfach ganz einfach, ne, das so ausgeschnitten halt, dass das Aus die Form Pappe. des Kopfes hat, so dass das halt, ne, die Form auf den Kopf passt und da drumherum so ein bisschen Gore-Effekte und zack, peng, fertig, hast du Ja. halt so diesen Effekt, der halt cool aussieht. Ja, und an diesem Prop mit der Machete oder dieses große Messer, da ist auf jeden Fall auch noch dann am anderen Ende so ein Schlauch gewesen, wo die dann reinpusten können gleichzeitig, damit dann halt in der Wunde Blut entsteht. Finde ich auch super cool. Also diese Props gibt's auch noch. Ja, genau, die hat er da irgendwie in seiner Garage, Werkstatt, was auch immer, schön aufbewahrt. Und die haben halt auch die ganzen Props, ne, wie du schon sagtest, halt auch selber gemacht, auch so die Masken, die da halt gemacht worden sind. Und da musste ich halt direkt an Rick Baker denken, der ähnlich bei Schlock gearbeitet hat. Ne? Für alle, Rick Baker war oder ist auch ein sehr bekannter Maskenbildner, der halt auch bei super vielen Sachen dann dabei war. Weiß nicht, mir fällt jetzt als erstes American Werewolf in London ein, aber Ja. eben halt auch Schlock, und da hat er auch den heimischen Herd benutzt, um seine ersten Masken zu machen, was Peter Jackson hier halt auch gemacht hat. Auch in der heimischen Genau. Küche bei seinen Eltern wurden die Masken da halt im Ofen halt angefertigt, Ja. wodurch die Familie in der Zeit wohl nur Würstchen essen konnte, die Mutter dann gekocht hat. Die Legende. Legendär. Er selber sagt, dass er sich da auch ein bisschen an Tom Savini halt orientiert hat. Ja. Auch All so die eine großen Koryphäe Vorbilder, ne? der Special Effects. Ja. Und fand ich sehr sympathisch. Ja. Auch ist jetzt in der Doku nicht gefallen, aber gerade in der Sichtung gestern ist mir dann nochmal bewusster die Kameraführung und sowas aufgefallen. Dass diese Kran-Shots auf jeden Fall auch
ganz super eingesetzt sind. Ne? Es gibt einmal so eine Sequenz, wo die Kamera erst in Third Person, so neben der Figur über der Schulter mitfährt und auf einmal fährt die so nach oben und nimmt dann so einen viel weiteren Big Shot auf, wo dann halt beide Figuren voneinander weglaufen. Und das sah super geil aus. Es ging auch über so ein Hausdach drüber von so einer Hütte. Und das ist auf jeden Fall wirklich, da sieht man auch, was haben die sich überlegt und ganz klar aus der Zeit auch nicht mehr wegzudenken, wenn er zu der Zeit angefangen hat, ist natürlich die legendäre Kameraarbeit von Sam Raimi in Evil Dead, wo ja auch diese Überkopf-Kamera immer wieder eingesetzt wurde. Ja. Ja. Und ich finde, man muss auch sagen, der muss sich, was so Kamerafahrten und so Bildausschnitte und irgendwie sowas angeht, muss er sich nicht verstecken hinter irgendwelchen Filmen. Nein. Man sieht auf jeden Fall, dass es eine Low-Budget-Nummer ist. Das merkt man schon. Aber auf eine sehr charmante Art. Also der Film kreiert ja dadurch irgendwie auch so einen ganz, ganz eigenen Charme und ein ganz, ganz eigenes Feeling. Ja. Und man versteht, warum der halt auch direkt gekauft wurde. Also der wurde dann 88 in Cannes uraufgeführt, der Film. Und war dann direkt innerhalb von ein paar Stunden, wurde der in ein paar Länder verkauft halt. Ja. Und ist halt auch wirklich ein berüchtigter Titel geworden. Und ich finde auch, wenn man halt eben, um nochmal auf die Herr der Ringe-Sache zu kommen, dass es der Regisseur ist, das ist eigentlich schwer zu glauben, weil die Filme so unterschiedlich sind, auch im Ton. Und ich weiß noch, also mein erster Peter Jackson-Film aus dieser Zeit war dann tatsächlich Braindead, den ich irgendwo mal gesehen habe, weiß ich nicht mehr. Ich habe auch gedacht, das kann doch nicht sein, dass das der Regisseur ist. Es ist unmöglich. Also das muss man auch wissen. Braindead war damals schon berüchtigt und verboten und deswegen natürlich besonders interessant. Ja. Und kann man auf jeden Fall nicht empfehlen an dieser Stelle. Genau. Hey. Und ja, vor allem, weil ich finde, ne, dieses Verbot davon finde ich halt auch so lächerlich, weil es gibt tausendmal schlimmere Filme, die irgendwie viel brutaler oder gemeiner sind und so. Jetzt hier Bad Taste zum Beispiel, die haben ja auch alle so einen Humor. Die haben ja auch selber gesagt, so eigentlich, was die so ein bisschen auf die Spitze treiben wollten, sind so diese Gewaltspitzen, die es bei Monty Python zum Beispiel auch gab, die ja teilweise super absurd sind. Also eine der absurdesten Gewaltszenen aus Monty Python-Filmen, da fallen mir direkt aus Sinn des Lebens welche ein. Nämlich einmal die mit der Lebertransplantation. Der Organspende. Den Organspender einfach da bei lebendigem Leid aufschlitzen, der schreit wie am Spieß. Und trotzdem ist es halt sau witzig. Und natürlich hier ich kann mir den Namen von dem nie merken, Mr. Kringlewood, wo der ganz Fette dann da reinkommt, so dieser cartoonhaft Fette ins Restaurant, sich dann da vollfrisst und dann irgendwas. Nur noch ein Minzblättchen. Es ist hauchzart. Und in diese Gewaltschiene wollte der auch irgendwie rein. Und ich finde auch, das merkt man eigentlich auch beim Gucken. Es ist halt, es ist gorig, es ist splatterig, aber der Film ist witzig. Ja, auf jeden Fall. Und das ist keine Gewalt, die einen runterzieht oder so, sondern das ist so, ich nenne es mal gute Laune Gewalt. Ja. Weil das ist ja auch so ein neuer Begriff sogar dafür erschaffen worden. Also aus Slapstick wurde für den Film das Wort Splatstick dann kreiert. Wunderbar passend. Aber jetzt gerade, wo wir Monty Python kurz erwähnt haben, als Idee, als Antriebskraft, da gibt es zum Beispiel eine Sequenz, wo ich gestern auch ganz besonders daran denken musste. Und zwar ungefähr in der Mitte des Films wird das sein. Da ist ein Alien, was in der Mitte durchgetrennt wurde, also nur noch mit dem Oberkörper und seinen ausquellenden Innereien auf so einer Wiese liegt und quasi besiegt. Und der Held der Sequenz aus der Geschichte, der an dem vorbeiläuft und sein Maschinengewehr mitnimmt, der wird dann noch mit Tannenzapfen beworfen. So das fand ich großartig. Ja, dass der dann wirklich noch Tannenzapfen nach dem schmeißt und den auch immer am Kopf trifft. Und der einfach so, verdammt! Das ist wirklich so eine Sequenz, da musste ich auf jeden Fall an den Schwarzen Ritter denken. Ne? So, komm, ich spuck dir ins Gesicht. Ja. Und ja, großartig. Ja. Vielleicht sollten wir die Story mal kurz abreißen. Ja, also es geht halt im Prinzip darum, dass
Aliens in Neuseeland ein ganzes Dorf abgeschlachtet haben für eine Fastfood-Kette. Genau. Für eine intergalaktische oder halt von ihrem Heimatplaneten. Und die Regierung schickt dann da halt Leute hin, um dem Einhalt zu gebieten. Genau. Darauf lässt es sich eigentlich runter reduzieren. Man fängt dann eigentlich auch mitten im Geschehen an, denn der Film setzt damit ein, dass schon 2 der Leute vor Ort sind und die Gegend untersuchen und schon überall Ausblick halten. Und später rücken noch 2 nach. Aber das ist auf jeden Fall dann schon mittendrin und der ganze Ort, es scheint schon menschenleer zu sein. Und da laufen dann überall nur noch die Aliens, die hier in dem Film alle daran zu erkennen sind, dass die ein blaues Hemd tragen. Mhm. Das ist auch so eine geile Idee, einfach um zu zeigen, dass das sind die Aliens. Ja. Erstmal sehen die dann halt aus wie Menschen und war natürlich auch dann eine günstige Lösung. Aber später kriegen wir auch noch eine Transformation in die richtige Alien-Gestalt. Die wollte der gute Peter Jackson uns auch nicht vorenthalten. Ja, die sehen auch herrlich schräg und hässlich im besten Sinne aus. Ja. Und ein bisschen, wenn ich das ganz kurz sagen darf, muss ich bei dem Design immer an die Aliens aus Zack McCracken and the Alien Mindbenders denken. Weil da sind auch Aliens, ist ein Videospiel aus der Zeit auch. Oder auf jeden Fall Ende der 80er. Und da sind nämlich auch Aliens, die haben auch so eine gewölbte Kopfform, wie so eine Violine, so ein bisschen mit so einer. Und ein bisschen muss ich immer an die denken dann. Aber das ist nur so ein kleiner Nerd-Gedanke, der aus. Ich muss immer an die Vogonen denken aus Per Anhalter durch die Galaxis. Wobei die sehen entfernt nur so aus. Aber irgendwie ist das eine Connection in meinem Kopf, die dann immer entsteht. Okay. Ja, in der Story ist es dann so, wie gesagt, dass die 2 der Auskundschafter sind schon da, haben schon die Lage gecheckt, dass da keine Menschen mehr sind und einer von denen ist auch gespielt von Peter Jackson selber. Die Figur namens Derek, der auch immer ein bisschen drüber ist. Der ist immer ein bisschen so wie eine Karikatur von sich selbst. Ist der auch grimassig unterwegs und der hat auf jeden Fall schon einen Alien gefangen und hat das an eine Klippe hängen, um das quasi zu befragen. Wo ist das Hauptquartier und so weiter. All die Fragen, die einem sich stellen, wenn man so einen Alien halt hat. Ja. Was habt ihr vor? Die haben da auch, ne, wenn die so bei manchen Stunts halt, weil ich denke da gerade so, ne, wie der da mit dem Auto da wegläuft und so, also die haben sich da auch teilweise, war es kurz vor knapp, dass sich da manche richtig hart verletzt haben. Aber es ist zum Glück alles gut gegangen. Aber darauf wollte ich gerade gar nicht hinaus. Worauf wollte ich hinaus? Hahaha. Ich kann nicht in deinen Kopf sehen. Besser so. Ja, egal. Vielleicht fällt es mir nachher wieder ein. Ja, also der hat einen Alien gefangen und der andere, die sind aber quasi, haben sich schon aufgeteilt, erkunden den Ort und versuchen da was rauszufinden, bis die Verstärkung eintrifft, die dann mit stärkeren Waffen einrückt. Ja, und in der Zeit gibt es dann mehrere Verfolgungsjagden. Mal verfolgen die Aliens, mal kommt eine Truppe von Aliens, die dann die Männer verfolgt. Und da gibt es dann auch ganz klar so fast cartoonige Sequenzen, wo die dann sagen, ja, wir schnappen uns den und laufen dann los und einer nach dem anderen gibt dem Nächsten immer so einen großen Vorschlaghammer in die Hand. Hier, der Nächste, hier, der Nächste, im Vorschlaghammer. Und dann kommt der Letzte. Die sind alle schon losgerannt, der Letzte kommt ins Bild und weiß nicht, was er jetzt zur Bewaffnung nehmen soll und dann findet er so einen kleinen Nagelhammer. Und ja, das ist großartig. In der Not will do. Ja, generell hat das alles auch so ein bisschen so Sketch-Charakter. Ja, oft. auf jeden Fall. Was ich, finde ich, auch eine Schwäche vom Film ist, aber das ist einfach der Produktionsart auch geschuldet, ist, dass der so ein bisschen wirr wirkt. Also der geht schon voran, man kann der Story schon auch folgen, aber es ist alles nicht so stringent und eindeutig, wie man es... Es sind Szenen, einzelne Szenen. Genau, es sind einzelne Szenen
Und ja, wie gesagt, über 4 Jahre am Wochenende gedreht. Ja. Ich finde halt auch krass, manche sagen, Peter Jackson hat da ja auch noch eine Hauptdoppelrolle. Einmal mit Bart, einmal ohne Bart. Und der kämpft da auch einmal gegen sich selbst quasi. Wie die das gedreht haben, weil im Film merkst du das, also es sieht super realistisch aus, finde ich. Wie die, wie der gegen sich selbst kämpft. Auf jeden Fall. Und das war auch schon eine Leistung, weil die Charaktere ja auch über den Film hinweg an verschiedenen Orten halt auf auftauchen. jeden Fall. Also Und der das spielt zu 2 Figuren in koordinieren- dem Film und die sind auch schon mal in einer Szene zusammen. Aber das sind immer Gegenschnitte, so dass das nicht auffällt. Das ist wirklich groß gelöst. Und, Ja, und ich meine, auch klar, vom offensichtliches Mittel, ne? vom Make-up her, der eine hat halt einen Vollbart und der andere gar nicht und hat so zurückgelackte Haare. Und das siehst du auch nicht so schnell. Nee. Trägt auch eine Ich Brille. dachte auch, ich weiß dann noch, ist er als ich sowieso verkleidet. Ja, ich weiß Trägt noch, als eine ich Brille. das erste Mal geguckt habe, dachte ich auch irgendwie, das wäre der Bruder oder Cousin von Peter Jackson Ja. oder so. Weil der schon auch irgendwie dann doch anders aussieht, als er gewohnt ist. Weil sonst sieht er da ja aus, wie man ihn kennt halt, ne? So Ja. diese mittellangen Haare, Ja, der hat halt Vollbart. den Clark Kent Trick mit der Brille. Ne? Dann erkennt Ja, man ihn aber sofort. in Deluxe. In richtig gut funktionierend. Clark Kent. Ja. Verdammter Superman, ey. Ja, aber ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen. Die Szene an der Klippe, wo die beide da stehen oder Peter Jackson in 2 Figuren dort steht, das ist wirklich toll. Also, das ist so Ich ein finde halt auch, Kampf wie die Sachen dann halt mit sich fallen. Also selbst. ich bin ja immer Fan davon, wenn Leute irgendwo runterfallen halt im Film. Mhm. Und da hatten die dann ja auch irgendwie so eine Puppe und man sieht einfach, dass sie die halt richtig runtergeschmissen haben. Ja, Und das sieht super die aus. Physics sind dann einfach sehr schön einfach. Ja, also wie das dann auch dieses crasht. ist auch sehr, sehr kurz, diese Szene, aber die Puppe, die ist so ein bisschen, die fällt dann da runter und sieht wirklich aus, wenn das ein Mensch gewesen wäre, hätte er es nicht Ja, überlebt. der Tod. Und die Puppe, die ist halt dann so ein bisschen starr, fällt dann aber da runter. Aber in dem Moment, wo die dann auf dem Boden aufschlägt, ist das wunderbar gelöst, dass man quasi so eine Untenperspektive bekommt und dann nicht über so einen Steinvorsprung gucken kann. Mhm. Und dann haben die da so einen Blutplatscher ausgelöst. Schöne Fontäne. Und dadurch, dass die Kamera so schnell mit der Figur mitfährt und unten bei dem Aufschlag auf einmal so bam stehen bleibt, ist das ein super Effekt geworden. Ja. Ja, aber da muss ich halt alles nicht verstecken. Ob jetzt irgendwie irgendwelche Gehirnsachen, die man da sieht, das passt schon alles, wie die das gemacht haben. Mhm. Ne? Und eben beeindruckend halt, mit was für Mitteln und wirklich halt einfach nur mit Herzblut und Willen und Talent. Spucke. Natürlich merkt man halt irgendwie, ne, weil die Schauspieler sind halt, das sind alles halt, das ist ein Freundesprojekt halt. Genau. Ne? Klar, man merkt, das sind jetzt nicht ausgebildete Schauspieler, da ist viel Overacting dabei auch und viel bewusster Klamauk, Mhm. aber es funktioniert halt. Ne? Es ergibt ein in sich stimmiges Ding. Also wenn wir hier von Verfolgung sprechen, ist das schon so ein bisschen wie Tom und Jerry. Ne? Also, Ja, genau, das ist sehr cartoonisch Ja, und, ja. ja, einfach humoristisch. Genau, Also es aber ist auch, wenn man sich eine jetzt überlegt, Blätterkomödie. wenn man mal so zurückdenkt, Tom und Jerry, die sich auch gegenseitig mal mit dem Hammer auf den Kopf hauen oder sowas, so in der Art ist das halt alles zu sehen. Nur in dem Moment spritzt halt Blut und da gibt es dann halt zart beseitete Bewertungsgremien, die dann sagen, ja, das ist nicht so cool. Was ich halt richtig, also ne, ich bin da ja bei so Filme schneiden und so geschnittene Versionen, finde ich ja generell richtig hart zum Kotzen. Und finde auch immer, was sich da so eine Behörde rausnimmt, dass das halt so ein Film Ja. ist. Und die entscheiden dann, was ich sehen darf. Ja, Wenn ich mir Eingriff in sowas die angucken Kunst. will, dann gucke ich mir sowas an. Also da hat kein irgendwie so Bürokratenknecht, der da irgendwo in so einem Büro halt rumhängt. Irgendwie finde ich das Recht zu sagen, ja nö, das beanstanden wir jetzt, das schneiden wir raus. Finde ich hart zum Kotzen. Und der Film hat aber auch in Australien, nachdem der veröffentlicht worden ist, gab es auch ein Institut, das den halt verbieten wollte, nachdem der eigentlich schon vom neuseeländischen Filmboard. erlaubt worden ist halt. Und das war von, lass mich jetzt nicht lügen, das Queensland Film Board of Review namentlich. Und dieser Film hat dazu beigetragen, dass diese Behörde abgeschafft wurde. Was ich sehr, sehr
schön fand, dass da doch irgendwie die Leute damals in Australien gesagt haben, ja ey Leute, habt ihr Geht's sie noch noch? alle? So, Ja. ey, euch brauchen wir nicht. Also das ist ganz klar. Hier gibt es natürlich Gewaltspitzen, das ist alles überzeichnet, aber es ist immer humoristisch. Ja, und selbst Immer. wenn nicht, also es gibt ja auch Horrorfilme, die sind nicht humoristisch überzeichnet. Und auch da sollte das nicht geschnitten werden. Also wenn ich mir das nicht angucken will, dann gucke ich es mir halt nicht an. Ja. Aber sowas dann halt rauszuschneiden, und das ist dann ja in Deutschland auch noch ein Extrembeispiel. Also ne, fahr mal nach Holland oder Österreich, Ja, genau. die sind da ja erheblich lax. Also ich weiß gar nicht, Ja. welche Länder da noch strenger sind in der westlichen Welt als Deutschland. Wahr. Ich sage aber jetzt mal bewusst wahr, weil eigentlich ist diese Haltung und diese Herangehensweise in Deutschland schon fast Geschichte. Inzwischen sind viele Klassiker, sage ich jetzt bewusst, rehabilitiert und wurden dann auf Anträgen von Labels und Gremien wurden die neu geprüft und dann auch freigegeben. Teilweise sogar Filme, die früher eine Beschlagnahme hatten und heute frei ab 16 ungekürzt erhältlich im Supermarkt sind, Ja. sozusagen. Ja, aber Da gibt es auf jeden Fall eine Umdenke. Das ist nicht mehr so. Leider hängt aber dann immer noch so ein Urteil mit mit einer Geldsumme zusammen. Denn wenn irgendjemand sich entscheidet, der Film sollte jetzt, oder wir wollen den veröffentlichen, dann müssen die wirklich Geld in die Hand nehmen, um den neu prüfen zu lassen, müssen das argumentieren und dies und das, damit die den dann vertreiben dürfen. Und das ist halt immer so eine Sache. Da muss ich das dann wieder rechnen. Ne? Geld investieren für etwas, was nachher vielleicht nicht läuft, weil es schon jeder kennt. Ja, ey, und absolut Ja. Geld in die Hand nehmen für etwas, das halt nicht funktioniert. Warum der Film dann ja auch in Deutschland indiziert worden ist ja eigentlich irgendwann, Ende der 90er wurde der dann ja synchronisiert. Mhm. Also erstmals auf Deutsch, also dann ja auch irgendwie 11 Jahre nach Release. Ja. Auch mit wirklich namhaften Sprechern und bekannten Sachen. Die deutsche Synchro ist übrigens auch wirklich cool. Ja. Und das hat aber irgendwie das Auge Saurons halt auf den Film halt erst so richtig gelenkt halt. Und dann wurde der halt 2001 halt indiziert. Am 5. April, um genau zu sein. Und ja, what the fuck, also da haben dann halt auch Leute, ne, also sprich das Synchrostudio, Verleih, was auch immer, Geld in die Hand genommen, um den halt groß zu machen, ne. Es gab da, der wurde ja auch sogar normal im Fernsehen bei Viva 2 beworben, sogar WDR 5 hat halt so ein kleines Snippet halt gemacht, wo die den besprochen haben halt. Das war aber alles so noch, ja, schlag mich tot, halbes Jahr, Vierteljahr vor Indizierung. Und also in die Synchro wurde auf jeden Fall Geld gesteckt. Genau, ne, und keine halt von Reviews war so, ja, das ist kranker Scheiß oder so, sondern ja, hat Gewaltspitzen, aber ist halt ein cooler Film. Und, ne, und ich finde halt immer, wenn man so denkt, so ja, Anfang der 2000er, das ist noch nicht so lange her. Und plus, es gibt ja auch immer, du hast recht, also ne, es sind mittlerweile viele Filme, die normal FSK 16 sind jetzt, die früher halt unvorstellbar brutal waren. Ich weiß noch, einer der ersten Filme, wo ich damit in Kontakt gekommen bin, war Predator. Predator auf DVD musste ich noch im Promarkt damals bestellen. Dann hat das halt ein paar Wochen gedauert, bis der dann halt da ankam. Und dann musstest du den halt quasi von unter der Ladentheke hochholen. Ja, wilde Zeiten. Und aber, was du meintest halt, dass man dann halt erstmal Geld in die Hand nehmen muss, ist tatsächlich so. Und es ist bei Bad Taste ja jetzt so, dass der 2021 nochmal folgeindiziert wurde. Ne, also so lange ist es halt nicht, ja, und so diese Ausläufer davon gibt es halt immer noch. Und eben krasses Beispiel dafür ist dann ja halt der spätere Braindead, der halt immer noch indiziert ist. Und da bin ich halt gespannt, also ich vermute, da kommt vielleicht Bewegung rein, wenn da die restaurierte Fassung rauskommt. Peter Jackson arbeitet ja irgendwie seit Jahren mittlerweile, ich weiß gar nicht, wann das erste Mal angekündigt wurde. 2017 oder 2018. Mega lange. Ja. Mega lange ist das her. Daran da halt eine restaurierte Fassung rauszukriegen, auf die ich auch sehr gespannt bin. Na klar, auf jeden Fall. Und ja, mal gucken, was dann halt hier passiert, weil ich weiß gar nicht, ob der noch in anderen Ländern so beschlagnahmt ist wie in Deutschland. Ja, wahrscheinlich nicht. Die haben wahrscheinlich den Humor verstanden. Ja.
Aber Ja, der aber arbeitet solche auf Sachen jeden Fall gibt's. auch an der Restauration nicht nur von Bad Taste, sondern auch von Braindead und dem dritten Werk aus dieser Schaffensphase, das auch vielleicht noch kurz genannt werden könnte, ist ja Meet the Feebles. Ja, also chronologisch ist der zweite aus der Reihe, ne? Also das Genau. ist halt Bad Taste, Meet the Feebles und dann Braindead. Genau. Und Meet the Feebles ist auf jeden Fall auch ein sehr eigenwilliges Werk mit sowas wie eine Muppet Show für Erwachsene. Auf Crack. Ja, genau. Das, ja. Also es ist auf jeden Fall auch übertrieben, blutig, sexistisch, Derber alles, Humor. alles. Also Aber alles mit so Muppets, Puppen gemacht und auch sehr viel Liebe reingesteckt, sodass alleine was das alles gekostet haben muss. ja, vor auf allem die das Beine war dann zu ja auch stellen, wirklich das so, ist ne? Da war Kunstwerk. Peter Jackson dann auch schon ein Name halt, Ja. dank Bad Taste und hatte Ja. da halt auch das erste Mal wirklich ein ansehnliches Budget. Ne? Also der sieht dann ja schon auch aus wie ein Film, ein Ja. richtiger Film. Und ja, Meet the Feebles war auch großartig. Und nach dieser Dreier Combo, halt so, die ich jetzt mal so als so eben Ja. splatterige Horrorfilme nenne, ist Peter Jackson ja schon ins ernstere Fach gewechselt mit Heavenly Creatures, Ja, klar. der auch wirklich sehr, sehr cool ist. Den habe ich ewig nicht mehr gesehen. Ja, der ist mit cool. Kate Winslet und ach ja, der Rose aus Two and a Half Men. Ich komme jetzt auch nicht Ich komme den gerade Namen. auf den Namen nicht. Schande über mein Haupt. Da war, glaube ich, einfach mal, also wenn man auch so von der Figurenzeichnung weiter guckt, vom Anfang bis zu Braindead. Bei Braindead waren ja auch schon dramatische Themen und emotionale Sachen mit eingebaut. Und Heavenly Creatures ist quasi wirklich ein perfektes Beispiel dafür, dass der gezeigt hat, ich kann auch anders. So, ich muss nicht albern sein. Ich kann euch mal was Richtiges zeigen. Und der hat auch international eingeschlagen. Ja, der war auch sehr cool. Der war auch, glaube ich, auf einer wahren Begebenheit, ne? Ja, Habe ich im Kopf. Aber ewig her. Ich habe den, glaube ich, 20 Jahre nicht gesehen. Und danach ist er ja auch nochmal wieder so etwas witziger geworden und auch wieder so ein bisschen ins Horrorgenre zurückgekehrt mit The Frighteners, mit Michael J. Fox, ja. den ich auch echt liebe, den Film. Der ist auch super witzig. Der ist richtig, richtig geil. Das ist für mich so ein gute Laune Sommerfilm, aber auch einfach nur, weil ich ihn das erste Mal in irgendeinem Ja. RTL-Kinosommer-Format mal gesehen habe, glaube ich. Das verbinde ich dann halt da mit dem Film. Und danach, Ja, Moment, dazwischen ist auch noch etwas. ja, Denn zwischen Frighteners und Heavenly Creatures hat er nochmal so eine Art Fake-Doku gemacht. Die heißt Forgotten Silver. Ich weiß jetzt gerade nicht den deutschen aber ist Titel. das ein richtiger Film? Es ist eine Fake-Doku. Mockumentary. Genau. Ich glaube, die lief nicht im Kino, aber die hat er auf jeden Fall gedreht. Ah, okay. Und die ist auf jeden Fall sein Credit. Und spielt er auch mit sich selber. Und Aber das war ist das halt so dann eine vielleicht irgendwie Fake-Doku so um eine eine- Kunstfigur, die angeblich nie den Oscar bekommen hat oder so. Oder wie gesagt, Forgotten Silver halt. Aber war das dann irgendwie so eine neuseeländische TV-Produktion oder was war das für ein Ding? Wie das genau produziert wurde, weiß ich jetzt leider auch nicht. Aber ich finde, wenn wir schon die Filmografie durchgehen, dann müsste der mit erwähnt sein. Ja. Ja, und dann nach Frighteners kam ja schon Herr der Ringe, die Gefährten. Ja. Und dann kam nur noch Herr der Ringe. Nee, stimmt nicht. Nee, stimmt nicht. King Kong kam direkt danach. Genau, King Kong kam nach der Trilogie und dann noch Unter meinem Himmel. Ja, Das den habe ich aber auch nicht gesehen, das sagt mir gerade auch. ist ein Thriller. Ja. Ich komme jetzt aber gerade nicht auf den Originaltitel. Bei dem, Bare Bones oder sowas. Keine Ahnung. Ich habe danach den so ein bisschen aus den Augen verloren, tatsächlich. Ich habe dann eher so die Filmografie halt nach hinten geguckt und war da dann gar nicht im Bilde so komplett. Hab mir dann natürlich auch so die Hobbit-Trilogie reingezogen, aber die war ja furchtbar. Also The bis Lovely auf Bones. The Lovely Bones. The Lovely Bones. Okay. Ja, Don't know. egal. Aber ja, Hobbit-Trilogie, da war ich dann raus, bis auf so Ja. die ersten 20, 30 Minuten oder so, die dann noch im Auenland sind, mag ich. Aber spätestens ab Teil 2, 3 ist das furchtbar. Und es sieht halt auch einfach nach nichts aus. Also, ne, ich finde, die sehen schlechter aus als die Herr der Ringe-Sachen, einfach weil die auch mehr am Computer gemacht haben. Ja.
Ja, Ja, aber anderes ich Thema. will jetzt auch, genau, also ich will jetzt auch gar nicht super lange über Herr der Ringe sprechen, aber das ist auf jeden Fall das, was die meisten wahrscheinlich mit Peter Jackson verbinden. Und ja, kurz nach den letzten Hobbit-Film hat er ja dann auch schon quasi die Restauration seiner ersten 3 Frühwerke angekündigt und ist noch nicht fertig. Ja, ich frag mich. Es wird auch regelmäßig nachgefragt von diversen Quellen Ja, und er antwortet dann immer, wenn es fertig ist. So. ja, aber ich vermute, der schiebt da einfach eine ruhige Kugel. Ja. Ich glaube nicht, dass der da jeden Tag jetzt hart dran Ja. arbeitet. So, das hat er mal irgendwann gesagt, will er machen. Aber ich glaube, das läuft jetzt einfach so. Ich meine, der muss auch keinem mehr irgendwas beweisen, Nein. so, ne? Der hat so seine Arbeit da reingestellt. Man muss ja auch wirklich sagen, gerade in der Anfangszeit war der ja wirklich sehr prolific und Ja. hat richtig viel gemacht und da wirklich Passion reingesteckt. Ja, sei dem mal so die ruhige Kugel gegönnt. Ich hoffe, die Sachen kommen trotzdem raus, weil die verdienen es. Ja, die Ich würde verdienen die auf jeden einfach Fall sehr eine gerne mal Präsentation, ja. in HD sehen, einfach, weil das auch so wirkliche, wie gesagt, es sind halt No-Budget- bis Low-Budget-Produktionen, aber die haben durchaus Schauwerte. Ja. Und Das einfach Gute der ist auf Humor- jeden Fall, dass der selber auch den Finger noch da drauf hat. Ja, der hat Mit halt die seiner Rechte, ne? eigenen, Das war ja genau. direkt da mit seinem Wingnut Genau. Produktionsfirma, ist ja von Anfang an Ja. da dabei gewesen. Ja, das ist gut. Und ich finde halt auch cool, dass der da halt seinen Visionen treu geblieben ist und da irgendwie nicht runtergefahren hat, was die Brutalität angeht, was den Splatter-Faktor angeht. Und wie gesagt, es ist halt kein brutaler, also kein kranker Humor, der so unangenehm zu gucken ist, der dich runterzieht, sondern es ist halt wirklich, ich finde, Tom und Jerry Gewalt ist eigentlich ein sehr guter Ja. Indikator dafür, weil das halt Ja, ja. genau so in dieser Art Gewalt ist, die humoristisch ist einfach. Ja, ist auf jeden Fall so. Und wenn man jetzt, wir haben ja das Making-of geguckt oder diese Dokumentation, die es dazu gibt. Und da sieht man auch wirklich so, dass der war sich auch nicht dafür zu schade, auf dem Boden im Dreck zu liegen, um den perfekten Kamerawinkel aufzunehmen. Ne? Also der hat ja sowieso alles selber gemacht. Ne? Also hat er sich auch wirklich dann in den Dreck geschmissen, der hing an der Klippe, all diese Sachen, da hat er auch alles mitgemacht. Also ich glaube schon, dass das auch ein bisschen gefährlich war, wenn die das alles selber in die Hand genommen haben. Ja, absolut. Ne, das sagen die auch. Ne? Wie gesagt, zweimal waren ja auch bestimmte Schauspieler kurz davor, sich ernsthaft zu verletzen. Das ist dann halt dank Glück irgendwie nicht nichts passiert. Bei einer Szene, da mussten die halt mit dem Auto halt fahren und dann war auf einmal ein Hindernis auf der Straße, da musste ganz schnell gebremst werden. Ist auch einer halt ein bisschen rumgeflogen, aber zum Glück alles nichts passiert so. Ja, aber das gehört ja schon fast zum guten Ton und wie willst du es anders machen? Also ne, sowas musst du dann ja mit so einem Einsatz machen. Da denke ich dann natürlich auch direkt wieder an Sam Raimi, den Tanz der Teufel, die da jetzt halt vielleicht keine Stunts hatten, wo die irgendwo groß runterfliegen mussten oder so. Aber ne, alleine dieses Unangenehme, dass du dann irgendwo in der Kälte im Matsch hockst für Stunden, also ne, für teilweise, also ganze Tage einfach so verbringst halt in so einem Environment für einen Film, musst du schon durchziehen wollen halt. Ja. Belohnung ist dann natürlich, es sieht halt dadurch auch echt aus, ne? Wenn ich dann da wirklich auch an den ersten Tanz der Teufel denke, der finde ich sogar noch hochwertiger aussieht als Bad Taste. Für das, was es ist. Wobei ich weiß gar nicht, ob die da ein bisschen mehr Budget hatten oder nicht, aber es war ja auch so ein ist auch ein Studenten. so ein Love-Projekt halt, ne, mit Freunden und Interessierten. Es entsteht eine eigene Atmosphäre dadurch. Dadurch haben die Filme halt wirklich was ganz, ganz Eigenes. Ja. Und ja, du kannst es nicht anders machen, als eben mit diesem Einsatz. Und eigentlich ist das sogar noch, dass du dich in den Matsch schlägst, so fast das harmloseste, was du machen kannst. Auf jeden Fall. Ich meine nur, der war sich halt nicht zu schade. Ja, natürlich. Und der hat wirklich schon in seiner Kindheit, Jugend angefangen, irgendwelche kurzen Sachen aufzunehmen, wenn er mit seinen Freunden Krieg gespielt hat oder was auch immer. Und der wollte immer sowas machen. Was und man das auch so ist macht, dann Krieg spielen. wirklich, dann muss man überlegen, dann ist aus dieser Idee, wir machen einen 10-Minuten-Film oder einen Kurzfilm, immer mehr geworden. Das, also kann ich nur noch mal die 4 Jahre unterstreichen, wie viel Energie da drin steckt, auch die Leute davon zu überzeugen, dass nach einem Jahr nicht einer sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr.
Ne? Also 4 Jahre ist schon wirklich auch ein Commitment. Wobei einer ja eine Zeit lang weg war. Ja, nämlich der nachher auch im Kopftauch landet. Der hat nämlich irgendwann so will es zumindest, wollen es die Fun Facts, hat er geheiratet und seine Frau war so eine Hardcore-Christin und die mochte halt gar nicht, was da in dem Film gezeigt wird und dann war der für eine Weile raus, bis dann die Scheidung irgendwann kam, dann war der wieder mit beim Projekt drin. Ja, merkt man aber im Film gar nicht. Merkt man aber im Film gar nicht. Ja. Das ist auch witzig. Was so für Probleme kommen. Auch es ist hier der Lord, der Alien Lord, Ja. Lord Crump. Mhm. Der ist verstorben in der Postproduktion, der Schauspieler. Oh. Und deswegen hatte eine andere Stimme als im Original. Ach, also der krass. ganze Film musste ja sowieso nachgedubbt werden. Ja, weil die Kamera, die Peter Jackson sich gekauft hat, nämlich gar keinen Ton mit aufgenommen. Genau, und teilweise hatten die selber Ton aufgenommen, aber das klang einfach scheiße, weil die hatten keine Ahnung vom Ton und das klang nach nichts. Das musste also alles dann hinterher nochmal in der Post gemacht werden. Wie bei uns. Wie bei uns alles. Das ist alles AI-mäßig nachgesprochen. Genau. Nachdem was heißt nachgesprochen? Wir tippen es ein Ja. und ja. Haha. Genau. Ja, so ist das. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen zu dem Film. Vielleicht noch eine Sache, das ist jetzt kein perfekter Film. Also man sollte da jetzt nicht irgendwie ein Meisterwerk erwarten. Der ist schon Speziell. sehr speziell und wie gesagt, weit weg von perfekt. Also ich finde, der hat auch so stellenweise ein bisschen seine Längen. Fand ich zumindest gestern. Also ich weiß, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich dem Film irgendwie mehr verziehen. Gestern fand ich so einige Sachen ja, auch irgendwie überflüssig und ein bisschen holprig im Flow. Aber der entschädigt natürlich für ganz viel. Und man darf halt nicht vergessen, eben wie der halt produziert worden ist. Ja. Und plus, der hat halt alleine dadurch, dass der von Peter Jackson ist, hat der halt absolute filmhistorische Relevanz, um sich mit so einem Frühwerk von so einem Regisseur Auf jeden Fall. zu beschäftigen, der auch einfach eine Benchmark gesetzt hat damals mit den Herr der Ringe-Filmen, um da doch nochmal, also man kommt halt nicht umhin, Herr der Ringe zu Ist eine erwähnen, ganz wenn man andere über Peter Optik Jackson natürlich, spricht. ne? Was? Ist eine ganz andere Optik. Also wenn man jetzt Ja, auch ne, absolut. Das ist, aber auch wenn man jetzt hier von No-Budget Amateur-Sachen spricht, wie das Ganze erstmal entstanden ist, das ist alles immer in hellem Tageslicht, das ist super ausgeleuchtet. Auch bei den Innensequenzen in dem in der Alien-Zentrale, in dem Landhaus, ist das alles immer sehr, sehr solide. Und Ja, vielleicht auch noch die Landhausgeschichte fällt mir jetzt gerade ein. Das war einfach so ein denkmalgeschütztes Haus, wo die dann drehen durften, weil der Vater von Peter Jackson die Carekeeper von dem Haus kannte. ja, Und ja, 3-4 Tage macht mal. Es wurden dann am Ende 30 bis 40 Tage, haben sie gesagt. ja. Und die haben sich aber vorbildlich benommen. Also und 30 haben da bis alles, 40 Wochen sind das auch, ne? Ja, Weil die aber haben ja Drehtage, ne? Wir Genau, reden jetzt von ja, Drehtagen. Das ist krass. haben dann alles vorbildlich halt wieder an Ort und Stelle Ort und gerückt. Stelle gesetzt. So. Und was ich halt krass fand, man sieht dann, irgendwann explodiert das Ding nämlich, oder zumindest explodiert teilweise. Und man sieht dann in der Szene natürlich, dass es eine Miniatur ist. Und so mini war die Miniatur gar nicht. Die haben dann halt eben dafür das Haus nachgebaut auf einer Höhe von 5 Metern. Ja. Also schon halt kleiner, aber jetzt halt nicht eben klein und 5 Meter man- finde ich schon enorm. Ey, Manche Häuser ja. sind keine 5 Meter hoch. Ja, also das Ja. ist schon sehr, sehr Ja. krass, was die da gemacht haben. Also die haben da halt wirklich handwerklich so ein kleines Haus gezimmert. Und sonst kennt man das ja von Miniaturen halt, dass die dann halt wirklich Miniaturen sind, dass du so ein Ding auf den Tisch stellen kannst oder so. Haben die dann übrigens von dem Haus auch gemacht für dann die Weltraumszene am Ende, wo das dann durch das All Ja. fliegt. Auch das ist wieder so eine Sache, ne? Weiß nicht, bei dieser kleinen Miniatur, die dann wirklich dann durch so Minitischgröße hat, die dann durch den All fliegt, schon wieder durch den All, mein Ja. Gott. Da dachte ich mir so, heutzutage würdest du das wahrscheinlich mit einem 3D-Drucker machen. Ja. Aber, ne, Ich meine, wenn es gut aussieht, ist es ja okay, aber es ist halt immer noch auch ein physischer Prop dann. ich finde es trotzdem super cool gelöst. Ja, absolut, das war jetzt gar keine Kritik, dass es Ja. scheiße ist oder so. Das ist super. Ne, und eben, was die da halt auch diese ganzen Equipment, ne, wenn du da siehst, wie die Kräne gebaut haben, wie die da so für die Steadicam, was die da, ne, mit diesem Gegengewicht halt, was die da gebaut haben. Ja, was der sich auch für die Special Effects generell eingefallen gelassen hat. Ja,
das fand ich auch immer hervorzuheben noch. Ne? Also da gibt es auch Sachen, die hat man so noch nicht gesehen. Vor allen Dingen nicht in der Zeit. Und ich sag mal, da wird ein Kopf samt, wie heißt das, Rücken, ich gucke dich fragend an. Ja, also wird auf jeden Fall ein Kopf abgetrennt, von einem Körper abgerissen und da hängen dann halt auch noch die Knochen dran und das gab es zu der Zeit noch nicht. Und das hat er dann mal ebenso mit einem Fingerschnipp in 5 Sekunden Sequenz mit reingebaut. Ja. Also wirklich wird coole viel Sachen. Arbeit gewesen sein. Das wird viel Arbeit gewesen sein. Ach, wir wollten noch auf die Suppe zurückkommen. Ah, du meinst hier, genau, was Müsli und Joghurt ist in Wirklichkeit mit grüner Lebensmittelfarbe. Ja. Also köstlich. Es gibt eine sehr köstliche Sequenz, wo sich nämlich einer von den Guten unter die Aliens mischt, indem der sich ein blaues Hemd anzieht, um dann nicht aufzufallen. Apropos Clark Kent-Tarnung. Ja. Und da gibt es dann nämlich eine Verköstigung unter den Aliens, weil die brauchen wieder neue Kraft, um sich gegen die Soldaten aufzulehnen. Und die kriegen dann einer nach dem anderen, sollen die eine Suppe gereicht bekommen, die denen Kraft gibt. Und gleichzeitig auch so ein Geschmackstest für das Menschenfleisch, was angeblich da benutzt wird. Und der Soldat hat sich da unter die Aliens gemischt und die Suppe entsteht dadurch, dass jemand anders sich in eine Schüssel übergeben soll. Das ist auch alles mit einem Effekt gemacht. Also mit einer Handpuppe, die Peter Jackson halt zeigen soll, da in seiner dritten Mini-Rolle. Genau. Und die haben das dann halt so abgegossen, ne, mit irgendwie so einer Substanz, die es sonst beim Zahnarzt gibt. Da hat er sein Gesicht dran gehalten, daraus hatte der dann die Form für seinen Kopf und das haben die dann halt so gemacht, dass das quasi so eine Handpuppe ist, wo du wirklich den Mund auf und zu machen kannst mit einer Handbewegung. Und da war dann halt auch so ein Trichter noch oben drauf, wo dann diese schöne grüne Flüssigkeit reingepumpt worden ist. Und, also der Effekt sieht so super aus. Und worauf ich hinaus will, ist, dass immer, wenn die Schüssel weitergereicht wird von einem zum anderen, damit er auch kosten kann, geht der Soldat immer einen Schritt weiter, bis er am Schluss der Reihe ankommt und feststellt, hier ist keiner mehr, hinter dem ich mich verstecken kann. Das ist auch so ein typischer, cartoonischer Moment einfach. Ja. Super. Und ja, vor allem, dann muss er ja trinken, sonst fliegt er auf. Ja. Und dann trinkt er direkt zweimal, weil er ja am Anfang kurz gezögert hat. Und der Gegenschnitt zu seinem Kollegen, der den aus der Luke beobachtet und sich dabei kaputt lacht, dass der jetzt gleich dran ist, das zu probieren. Sehr unappetitlich, diese Szene. Ja. Ich wollte aber noch mal ganz kurz auf die deutsche Synchro zurück, denn die beiden Figuren, oder eigentlich nur der Derek, also Peter Jackson spielt ja mehrere Figuren in dem Film, aber der Derek, der auch wirklich Dialogzeilen hat, der wird in der deutschen Variante wirklich gesprochen von Per Augustinski. Den kennt man vielleicht als Moderator oder Synchronsprecher. Am bekanntesten ist auf jeden Fall seine Stimme, die hat man vielleicht dann eher im Kopf, wenn man Robin Williams dazu sich vorstellt. Also Robin Williams aus Hook und Miss Doubtfire, alles, was der so tolle Sachen gemacht hat. Ich finde, das ist so die ikonische, also die Stimme von Robin Williams. Ja, das ist auf jeden Fall genau seine Stimme und die ist in diesem Film, also das ist nicht unbedingt unter den Teppich zu kehren. Ja, ey, da sieht man aber, was das auch wieder für eine Quali war. Weißt du, guck mal, und dann machst du halt so ein Ding, willst da was machen und dann kommt irgend so eine blöde Behörde an und sagt dir, nö, weg damit. So. Ja. Und da ist mit einem Handstreich, weiß ich nicht, wie viel Kohle weg. Und vor allem für so einen Film. Ja, also da kann ich mich wirklich der ist ja auch albern ohne Ende. Ne? Also albern, übertrieben. Also wir reden hier von einer Alien-Invasion, die Fastfood aus Menschen machen möchte. Ja. Und vor allem die Begründung, das war ja alles halt eben mit gewaltverherrlichend, irgendwie Verrohung der Jugend und übermäßig, ich habe mir das hier sogar nochmal aufgeschrieben, warte, um das hier jetzt mal nicht falsch zu zitieren. Aber genau, wegen Gewaltdarstellung, Gewaltverherrlichung, Gewalt als Selbstzweck, Jugendgefährdung und strafrechtlich relevante Gewaltdarstellung. Was zur verdammten Hölle soll das denn heißen bei dem Film? Ja, also,
weiß ich nicht, was das für Leute sind, die sich das angucken und da sowas halt rausziehen. Ist für mich komplett unbegreiflich. Ja. Also es gibt natürlich ein paar Szenen und Sachen, die sind wirklich nicht für jedermann so geeignet. Da ist zum Beispiel eine klaffende Fleischwunde am Kopf, wo der dann immer wieder Gehirn. auch, wo der, ja, das ist echt irre, übertrieben, aber der klappt immer diese Wunde wieder auf und dann sucht er immer auf dem Boden, ach, da ist ja was rausgefallen und steckt das wieder in den Kopf rein. Später sogar mit einem Ersatzstück von jemand anders, einfach nur um das wieder zu füllen. Irre. Und bindet das Ganze dann einfach mit dem Gürtel zu und dann funktioniert es wieder. Ja. Aber, allein das eben, es ist nicht also, weiß ich nicht, nee, das ist witzig und ja, es ist ein Gehirn, aber, also, wo das auch gewaltverherrlichend sein soll. Nein, überhaupt nicht. Nee. Ja. Und, wie gesagt, wem es nicht gefällt, soll sich es einfach nicht angucken. Ja. Ich muss aber eine Sache auf jeden Fall noch erwähnen. Und zwar, wollte ich dir aber eben nicht ins Wort fallen und wir lernen ja hier auch ein bisschen. Und du sagtest auf jeden Fall, das ist die erste deutsche Synchro 1999 oder wann die aufgenommen wurde. Und da habe ich einen kleinen Fun-Fact, denn tatsächlich, jetzt kommt so ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit, gibt es nämlich, genau, jetzt kommt das Trommel, so, und da gibt es tatsächlich, habe ich 1994, 95, so um die Ecke rum, muss das gewesen sein. Da habe ich mit zwei anderen Freunden Spaß daran gehabt, selber Filme zu synchronisieren. Und ich wollte schon eben als Witz fragen, sag nicht, dass du den nachsynchronisiert hast. Tatsächlich Bad Taste nicht, aber wir haben Spaß daran gehabt, Filme selber zu synchronisieren, weil Bad Taste war der erste, der gemacht wurde. Die beiden haben das unter sich gemacht. An dieser Stelle auch Grüße an Markus und Wesmin. Die beiden haben das gemacht. Und als ich an dem Wochenende dann zu Besuch war, haben die mir gesagt, guck mal hier, wir haben hier neues Equipment, wir können jetzt Ton auf dem Film selber drüber aufnehmen und den selber synchronisieren und noch Effekte reinbauen. Und das wurde auch immer mehr und immer mehr, aber die haben mir das begeistert gezeigt und ich habe zum ersten Mal Bad Taste gesehen und dann mit der Synchronstimme von Wesmin, der selber alle Figuren gesprochen hat und noch nicht mal ist leider, also wir haben ja kein Skript gehabt, das war alles ein One-Take. Ja. One-Take-Synchro-Aufnahme, ja. Der hat es leider nicht geschafft, alle Namen sich zu behalten, immer von den Figuren und hat die dann auch mal zwischendurch anders genannt, was aber auch noch einen gewissen Charme mit sich bringt. Und diese Synchro, die hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, boah, wir müssen auf jeden Fall sofort den nächsten machen, ich bin dabei. Und dann haben wir nämlich Braindead synchronisiert. Und das war sogar noch, bevor es die deutsche Fassung von Braindead gab. Ey, da müsst ihr auf jeden Fall das Label anschreiben. Das muss, wenn der dann released wird, irgendwann als Bonusmaterial mit drauf. Und wir haben es mit 3 Leuten zusammen in einem One-Take Braindead synchronisiert und sogar dann noch mit einem weiteren Gerät Musik eingemischt und so weiter. Da sind hier Storys, also die das ich gar nicht kenne hier aus deiner ich sag ja, dunklen 90er-Jahre-Vergangenheit. Genau. Und das hat uns auf jeden Fall dieses Ding, also Braindead war dann quasi das Werk, weil wir dann zu dritt dran gearbeitet haben und das haben wir dann auch überall im Bekanntenkreis, Freundeskreis, wie auch immer, überall gestreut, zu jeder Party mitgenommen und immer einfach im Hintergrund angemacht. Und es hat auch sein Publikum gefunden. So, es hat Spaß gemacht. Und es war wirklich ein riesen Gaudi. Und wir haben dann uns vorgenommen gehabt, sogar weitere Filme noch zu synchronisieren in derselben Art. Das war natürlich alles. Wir waren jung, wir waren dumm, das war infantiler, vulgärer Quatsch. Also wir reden hier nicht von einer professionellen Synchro oder dass wir den Text genau nachgesprochen wurde, wie der eigentlich intendiert war in dem Film. Also es ist alles wirklich aus dem Ärmel rausgehauen. Wie gesagt, One Take. Und wir haben uns auch, während das lief, dann überlegt, wer spricht denn den und so, ne? All solche Sachen.
Und es ist einfach wunderbar lustig geworden. Und wir haben noch ein paar weitere Filme gemacht, die es zu der Zeit noch nicht auf Deutsch gab. Und ja, das ist auf jeden Fall noch meine zusätzliche Bonuserinnerung an Bad Taste. Ja, weil ich tatsächlich irgendwann auch mal angefangen habe, diesen Videokassetten aufgenommenen Ton, den es ja nur auf der Video gab, dann zu digitalisieren, damit ich das alles noch habe. Was mir dazu einfällt, zu diesem Nachsprechen von den Filmen, so wie ihr das gemacht habt, das ist auch so irgendwie der Zeit auch, also charakteristisch für die Zeit, weil ja irgendwie später, was dann so, glaube ich, jeder dann in unserem Alter kennt, die Lord of the Weed nachsprechen und Sinnlos im Weltall und solche Sachen. Daran muss ich halt denken, die haben das ja auch so in so eine Genau sowas. Ne? Also auch nicht, dass eben auf den Text geachtet wurde, der wurde frei interpretiert und so weiter, aber wir waren noch vorher da. Also das ist wirklich so. Wegbereiter. Das war noch vor dem Internet, ne? Und wir hatten tatsächlich dann, der Markus hatte irgendwie immer die Möglichkeit, an solches Equipment auch dran zu kommen. Wir konnten also nicht nur den Ton verändern, wir konnten Musik einmischen. Und der hatte dann sogar irgendwann so ein Soundgerät, wo man dann per Knopfdruck Geräusche einspielen konnte oder Klatscher oder Lachen oder also Sachen. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie so ein Gerät beworben werden musste oder wo man sowas kaufen hätte können. Das ist, also heutzutage würde das alles digital gemacht. Ja, unbedingt. Also, aber all solche Sachen hatten wir zur Verfügung und wir hatten wirklich einen Riesenspaß. Und deswegen denke ich, auch immer, wenn ich Bad Taste gucke, denke ich auch an meine Jungs da. Boah, das will ich eigentlich mal hören. Gibt's das noch? Bestimmt, das oder? Könnte sein. Oder ist es irgendwo verschütt gegangen? Nee. Wäre schade drum. Ja. Ja, aber auf jeden Fall war es schön, den jetzt nochmal im Kino sehen zu können. Das ist ja nochmal eine Huldigung quasi an den Klassiker. Und vielleicht hat es euch auch Spaß gemacht, darüber ein bisschen zu erfahren, weil leider ist das trotz der Bekanntheit von Herr der Ringe, wenn dieser Name fällt mit Bad Taste in Verbindung, das können erstmal viele nicht glauben. Ja. Und wenn der nicht gewesen wäre, hätten wir Herr der Ringe nicht so bekommen. Zumindest nicht mit Peter Jackson. Kann man nur wer weiß, was dann unterschreiben. passiert wäre und wer da das gemacht hätte. Absolut. Und überhaupt, ich erinnere mich, um jetzt doch nochmal eine Herr der Ringe-Anekdote zu erzählen, was das auch für ein Kampf für Peter Jackson war, 3 Filme daraus zu machen. Ne? Weil das sind da ja die Bücher, also die Abschnitte halt, ne? Die Gefährten, die 2 Türme und Rückkehr des Königs. Weil, ich weiß nicht mehr, welche Produktionsfilme das waren, aber viele wollten daraus ja auch einfach nur 2 Filme machen. Das war so, Und dann halt bei New Line Cinema, der Typ, als die dann vorgesprochen haben, da haben die sich auch schon voll überlegt, ja, wie begründen wir das? Wie verteidigen wir die Situation? Und dann war einfach so, der Typ hat sich das so angehört und der hat 3 Movies. Das war so ganz klar bei den New Line Cinema Leuten. Natürlich sind das 3 Filme. Das ist doch klar. Ja, ich würde sagen, damit entlassen wir den geneigten Hörer. Ja. Und wünschen einen genehmen Tag. Ja. Also wer Lust hat auf abseitiges Kino mit Soldaten, Raketenwerfern, Aliens, Kettensägen, die Türen zerstören, Raumschiffe und all das in lustig, der sollte sich den angucken. Und wer sowas nicht mag, sollte es nicht tun. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Mittwoch. Tschaußen.